Und dann kam dieser Befund. Und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich bin Nina, ich bin 49 Jahre alt und heute betreibe ich ein veganes Deli. Das war aber nicht immer so. Ich habe ursprünglich Architektur studiert und wollte natürlich auch als Architektin arbeiten, was ich auch einige Jahre gemacht habe. Und das hat mich auch sehr erfüllt, weil es ein sehr schöner, kreativer Beruf ist, der auch, was ich damals schon relativ schnell gemerkt habe, das mit sich bringt, dass ich andere Menschen glücklich machen kann. Weil ich ja Wohnräume schaffe oder versuche, den Wohnraum den Menschen so zu kreieren, dass die sich darin wohlfühlen. Als meine Kinder da waren, wollte ich trotzdem immer noch weiter arbeiten. Und deswegen habe ich die abends ins Bett gebracht und bin dann ins Fitnessstudio gefahren und habe da als Trainerin unterrichtet. So habe ich eigentlich auch mein Studium, mein Architekturstudium finanziert. Ich habe immer wahnsinnig viel Sport getrieben in meinem Leben. Ich wollte immer mich optimieren, egal in welchem Bereich ich mich bewege, auch über die Ernährung. Und habe geguckt, okay, was brauche ich, damit mein Körper bestmöglichst funktioniert, welche Bausteine, also welche Nährstoffe. Und so hat sich dieser Weg bei mir schon relativ früh abgezeichnet. Eigentlich lief mein Leben also super. Ich war sehr zufrieden mit meinem Leben, wie es bis dahin gelaufen ist, habe mich auf alles eingelassen und habe mich sehr erfüllt gefühlt. Ja, und dann war ich bei meiner regulären Vorsorgeuntersuchung und bekam dann kurze Zeit später diesen Brief, diese Nachricht, dass was nicht stimmt. Und das war für mich ein Schock. Als dann diese Diagnose kam, Krebs, das war, als ob mir jemand wirklich so die Kontrolle entzieht. Also ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr Herr meiner Lage. Ich habe es nicht mehr in der Hand. Da ist jetzt was irgendwie über mich bestimmt. Und mir war ganz klar, das war so wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Nina, veränder was. Mach noch mehr aus deinem Leben. Bring mehr Bedeutsamkeit hinein. Und das habe ich als Chance gesehen und habe mich da einfach reingekniet und habe gelernt, was tut mir gut, was schadet mir, was eigentlich jeder Mensch machen sollte, ohne so eine Diagnose logischerweise. Ja. Ich bin dann natürlich durch die Therapie gegangen. Ich hatte Glück, dass dieses krankhafte Gewebe komplett entfernt werden konnte. Es ist auch nicht weiter gestreut und habe aber alles versucht, was ich on top machen kann, dazu zu geben. Sprich, ich bin davon überzeugt, dass meine Ernährung seinen Teil dazu beigetragen hat. Genau. Und an diesem Weg dem bin ich einfach weiter gefolgt. Für mich ist das heute auch immer in keinster Weise eine Limitierung, dieses gesunde Essen, weil es mir ja mein Leben gefühlt geschenkt hat. Verbinde ich gutes, gesundes Essen immer mit einer absoluten Bereicherung, niemals mit Verzicht. Und es ist für mich eine ganz klare Entscheidung, so zu leben. Und das möchte ich eben teilen. Und deswegen bin ich heute da, wo ich bin. Natürlich kamen da ganz viele Zwischenstationen noch, aber deswegen führe ich heute dieses Deli, wo ich auf eine ganz undogmatische, super tolle, subtile Art, genau diese Art von Ernährung verbreiten kann. Das ist mir ein totales Anliegen. Genau, dass Menschen die Möglichkeit haben, dass ihnen dieser Zugang zu einer guten Ernährung geboten wird. Und das kann ich zum Glück jeden Tag machen. Das ist für mich wirklich das größte Geschenk, dass ich das gefunden habe, dass ich diesen Weg gegangen bin
von der Architektur über das Fitness-Trainer-Dasein zu dieser Ernährung und das jetzt alles in diesem Gesamtpaket an die Menschen bringen zu dürfen, das ist für mich wie angekommen zu sein, fühlt sich das an. Also für mich ist es so, dass rückblickend jetzt betrachtet alles vermeintlich Negative beinhaltet für mich eine Chance, das umzukehren in was Positives. Wir selbst haben es in der Hand, was wir daraus machen. Und das ist einfach nur eine Frage des Bewusstseins, aber auch eine Frage der Einstellung. Will ich es in meinem Leben schwer und dunkel haben oder möchte ich es hell und wundervoll haben? Weil das Leben ist so voller toller Möglichkeiten und wir haben es selbst in der Hand. In der nächsten Folge lernen wir Silke Wildner kennen, die nach einer Scheidung als alleinerziehende Mutter zurechtkommen muss.